So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part von This is the Police. Wir sind hier mittlerweile am 13. August, ein Dienstag, und Freeburg Tribune vermeldet Debbys Café unter Verdacht für Verstöße gegen Gesundheit und Sicherheitsauflagen. Der Golden Bird titelt halbjährlicher Berichte mehr Tode als Geburten in Freeburg. Und The Fact vermeldet Rote Katze rettet Mädchen vor Vergewaltiger. Und wir gehen mal zur Arbeit. Mal gucken, wie wir die letzte Anhörung überstanden haben. So, wir können Abzeichen verleihen. So, ich finde aber, dass hier... So, gut, ne, komm, wir geben es zu Baki. Zack. Und wir beginnen den Tag. Keiner krank? So, wir machen ohne Musik. Vorsichtshalber. Ja, Grüße gehen raus an Netzu. So, Stellvertreter Polizeischule. Adele Gorda ist bei Einprüfung durchgefallen und hat die Marke entehrt. Okay. Gut, was ist mit Brock eigentlich? Ist der tot? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. So, gewaltsame Auseinandersetzung im Desire Park. Rentner Manny Worth hat uns mit einem Bericht über einen Streit zwischen dem Vater eines kleinen Mädchens... Nochmal. Rentner Manny Worth hat uns mit einem Bericht über einen Streit zwischen dem Vater eines kleinen Mädchens und einem Hundeliebhaber angerufen, dessen Rottweiler das Kind verängstigt hatte. Während die Männer die Sache unter sich klären, wurde der Hund gesehen, wie er in den Vergnügungspark rannte. Okay. Edwards, Pudi. Los geht's. So, wir müssen mal schauen, gibt es hier irgendwie was Neues? Angelegenheiten, Polizeirevier. Das sieht soweit okay aus. So, freie Stelle. Dann hatten wir ja mal gesagt, wir wollten mal auf einen Detective gehen. Und die Sense, da ist ja soweit im Moment alles schick. Der Krieg ist ja zu deren Gunsten entschieden. So, okay, dann machen wir weiter. Stellvertreter, wollen wir nochmal jemanden in die Polizeischule schicken? Nö, ist im Moment eigentlich keiner. Ein Grillfest gibt's nicht. So, Bericht. Täter gefasst. Ja, welchen Täter? Den Hund oder was? Unerlaubte Versammlung Stadtverwaltung. Oha. Da müssen wir jetzt natürlich wieder die ganze Meute losjagen hier, die wir haben. Kann ja nicht sein, dass sich bei der Stadtverwaltung versammelt wird. So, Entschuldigung, da geht's auch schon weiter. Also wie gesagt, unerlaubte Stadtverwaltung, da müssen wir natürlich jetzt wieder Stärke zeigen. Los geht's. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Wir sind hier in Freeburg, da herrscht Zucht und Ordnung. Raub im Stadtzentrum. Tiffany Lee stieß auf einen Besuch im Einkaufszentrum auf einen Mann mit Kapuzenpulli, der ihre teure Handtasche griff und damit flüchtete. Sie hat sofort die Polizei gerufen. Ist das Einkaufszentrum jetzt nicht mehr sicher? Der Mann muss noch im Gebäude sein. Bitte beeilen Sie sich. Ja, dann beeilen wir uns doch. Oh, Feinberg nochmal mit hin. Wir müssen jetzt ja nichts mehr in den Hinterhalt behalten. Die Sands dürften ja keine Gefallen mehr haben eigentlich. So, Täter gefasst, Beamte unversehrt. So ist das doch in Ordnung. So, der Täter hat versucht, aus dem Einkaufszentrum zu fliehen, aber die Sicherheitskräfte haben den Eingang blockiert. Er ist umgedreht und wieder ins Innere geflohen und sucht nach einem anderen Ausweg. Haltet den Dieb! Dem Mann befehlen, stehen zu bleiben, ihm nachrennen. Erstmal versuchen wir natürlich, dass er stehen bleibt. Der Täter ist auf die Eislauffläche gerannt und dort ausgerutscht und gestürzt. Während er versuchte, wieder auf die Beine zu kommen, zog er zugleich ein Messer aus der Tasche. Ja, auf dem Mann anlegen natürlich. Messer ist schlechte Idee. Fälschung.
Eine Frau hat im Park ein Zelt aufgestellt und lädt nun jeden ein, dort eine neue und höchst wertvolle Währung zu kaufen, die in den nächsten Wochen um das 10-fache ihres jetzigen Preises erreichen wird. Es hat sich bereits eine lange Schlange gebildet und die Leute drängeln und fluchen. Ja, da sollten natürlich alle Polizisten, die wir haben, hin und sollten sich da schon mal mit eindecken. Den Mannschaftswagen mitschicken? Nee, schade. Ich brauche von der Währung, ich brauche auch. Oh, Gewitter. Muss auf Everts aufpassen, ne? Everts ist natürlich in starken Verdacht hier, ihr wisst noch, ne? Aber ganz böse haben wir den im Auge. Portemonnaie, Bushaltestelle gestohlen, Verlust schnell bemerkt, sucht zusammen nach dem Taschendieb. Die Gruppe beschuldigt jeden in der Nähe und die Lage droht zu eskalieren. Bald könnte es zu einer Schlägerei kommen. Ich lese das jetzt nicht mehr immer alles vor. Immer nur so ein bisschen bei Bedarf. So, Fälschung, Täter gefasst, Beamte unversehrt. Hoffentlich auch das Falschgeld eingesammelt. Jawohl, Geld. Das bringen wir natürlich ehrenvoll zur Polizeiwache, ist doch klar. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Na komm, Everts auf. Morgen geht's wieder mit der Paradeschicht, mit der Schicht A, nämlich ins Rennen. So, ein Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. Unglaublich. Naja, das muss dann zu Barki gelegen haben. Ungefähr 100 Leute haben sich im Park versammelt, wo sie gegen den Bau eines neuen Casinos in der Nähe des Friedhofs protestieren. Kurz darauf hielten dort mehrere Lieferwagen an, aus denen einige breitschultrige Männer ausstiegen. Ohne Vorwarnung griffen diese Demonstranten an. Das ist natürlich auch scheiße. Wenn hier jemand auf Demonstranten einprügelt, egal. So, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Täter gefasst, Beamte unversehrt. Passt. Ja, schließen. So, der Kampf ist in vollem Schwung und einige Kämpfende tragen Waffen in den Kampf eingreifen und versuchen, die Hooligans zu verhaften, den Park umstellen und allen befehlen, sich zu beruhigen. Wir schießen in die Luft. Sehr genial gelöst. Was ist denn hier noch los um diese Zeit? Was machen eigentlich die Ermittlungen? Hier ist noch ein Raub. Ja, dem gucken wir dann später nochmal. Und was ist hier? Fahrerflucht. Ja, da fehlen uns noch Sachen. Kann ich dann noch jemanden zuordnen? Ah, die sind zu Hause. Gut, dann schicken wir zumindest noch einen hin. So, Fahrerflucht, neue Schnappschüsse, das ist in Ordnung, gucken wir uns dann an. Und Raub, keine neuen Ansichten. Also da werden wir gleich mal in der nächsten Folge vielleicht mal ein bisschen puzzeln müssen, auf gut Glück, dass wir da was hinkriegen. Angriffsbericht interessiert mich natürlich sehr. Täter gefasst, Beamte unversehrt. Passt. Ja, dann haben wir für heute, glaube ich, alles abgeschlossen. Und gleich mal gucken, ob wir Brock hier mal langsam für tot erklären. Damit das hier nicht noch anfängt zu riechen im Revier. Und wir beenden den Tag
So, und werden Brock jetzt für morgen auf die Arbeit bestellen. Nein, wir werden ihn jetzt für tot erklären. So, den Tag beenden und dann können wir nämlich morgen auch einen neuen Officer einstellen. Oh, jetzt passiert wieder was. According to Mrs. Markham, I was supposed to spend all day thinking up the right words. But to my surprise, I did my best work when I shut my head off. I didn't even want to think why Laura decided we'd meet at 3 o'clock in the morning, and in a restaurant we'd never gone to. Das ist doch bestimmt eine Falle. I didn't know what to tell her, and something tells me she's no more ready for this meeting than I am. By nightfall, I finally stopped worrying. The right words would come when they were needed. And if they don't come at all, then so be it. Das klingt nicht gut. I've heard said, when you're knocked out by a single blow, you don't have time to feel any pain. Well, that's a lie. It's painful as hell. Every day I spent in that coma, the pain was unbearable. Was ist das denn? Game A, Game B, Wild, Corruption List. Game A. Ah ja. You lose, du hast gemacht. Ah ja. So. Oha. Gott, welch toller Blick. Zum Glück hat er was an. Ach, er liegt im Krankenhaus. Können wir gar nicht zur Arbeit gehen jetzt. So, Tag 56. Yeah, I heard about that already. But what if they decide to spill it to the papers? We need to start thinking now about covering our asses. I know people who can deal with this, but they'll need at least a week. Plus, if we want to... Lieutenant Stat, I'm sorry to interrupt you, but I have Jack Boyd on the line. Who? Jack Boyd, sir. He's calling from the hospital. Gibson, I'll call you back. Don't do anything without my team. Jack, well, wow. I didn't know you were awake. Doctor said you could be in that coma for months, even years. How are you feeling? Tell me who's in control, Martin. I don't think I follow you. For God's sake, Martin, tell me it's you running the department and not some stooge from the mayor's office. Yes, Jack. I am performing the duties of the police chief, but the new man's coming on Saturday, Kevin Paulson. Kevin Paulson? Yes, it's the guy from the... I know who Kevin Paulson is. Now listen carefully, Martin. I'm coming back to work. I'm Freeburg's police chief, and it's going to stay that way for another 4 months. Now you get on the phone and do whatever needs to be done. You run into any problems, threaten them with the media, court, or blackmail. But I don't think they'll give you any trouble. The mayor knows it's easier to just wait until the winter than deal with a scandal. Oh, and assemble a press conference. Listen, Jack, I know the truth is on your side, but you have to take into account... Martin, how long since you transferred to my department? Coming up on 5 years now. How many times in the last 5 years have you come to my birthday party? How many times have you come to the farm when I had the boys over? Never had the pleasure, but... Never. Because you couldn't care less. And I don't care for you either, Stat. It wasn't me who appointed you deputy, and you wouldn't have been my first choice. But if you do ever come over to my house, you won't miss the big hole in my backyard. Garbage pit. You know, for old rubbish. A smelly hole filled with rotten furniture and other crap. So, Stat, if I even for a moment doubt your devotion, you'll go straight into that pile of trash. Maybe you'll get to catch up with some old friends. You remember Kendrick, don't you? I'll schedule the press conference for tomorrow, all right, Jack? The day after tomorrow. Tomorrow I'm going shopping.
Tag 57, 9. September. Oh, ich habe ein neues Auto! Yes! Ich habe ein neues Auto! Ist es nicht schick? Herrlich. Und neue Kleidung. Was ist los? Neue Frisur. Neue Einstellung. Was ist denn jetzt alles neu? Eine modische Sonnenbrille. Oh, ist ja heiß. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Danke, ich finde selber, was ich brauche. Danke, ich bin es gewohnt, meine Entscheidung ohne Hilfe zu treffen. Danke, ich weiß genau, was ich will. Gibt es keine blaue? Oder nö, die. Ihre verborgene Sexualität, jawohl. Kaufen. No, that would be too much. Hat er sie weggeschmissen? Wo kauft er sie denn erst? Alter, geile Karre, oder? Sportlich elegant, wie immer. Wow, Jack, what's with the outfit? You planning on... The pit in the backyard, Martin. Always remember about the pit in the backyard. Don't talk to anyone before the press conference starts. I'll try to get you on stage quickly. Kevin Paulson is here. Interessiert mich He Kevin wanted Paulson. to... Jack! I hardly recognize you. That's quite an image for a man like you. An old dog with a new trick, right? We should see each other more often. How long has it been? Last time I saw you, I fired you, Kevin. Ha! You mean the day I resigned in protest over the corruption and lawlessness at your police department, right? Yeah, repeat that shit often enough, someday you might start believing it. You know, Jack, I'm glad that everything turned out so well. Unlike you, I've made good use of the past 7 years. My new construction company keeps getting jobs from the city, and we're doing really well. I have a new house, new hobbies, even a new wife. Maybe you've met her. Shelley Rogers. Oh, Shelley Rogers. So you really are in bed with the mayor. It's a dream come true. All my dreams have come true. Only one thing remains. To bring order to the Freeburg Police Department. You being serious, Kevin? I'm serious as ever, Jack. I'm the most serious man you know. It's not often you see the past and the future Freeburg police chiefs at the same press conference. I hope you have time to talk, Kevin. There's something we need to discuss. Kevin Jack, sollte mal zum the Friseur gehen. reporters are waiting for you. Oh, ein Arm um ihn gelegt. My retirement plan somehow just got turned into a circus. Fortunately, I'm pretty good at swallowing swords and jumping through burning hoops. They all seem to like it. Ja, guten Morgen. Mr. Boyd, ist das eine neue Frisur? Ja, Sie täuschen sich, das ist egal. Ja, Sie sehen recht, danke für die Frage. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch und dachte mir, dann sollte ich auch wie einer aussehen. Jawohl. Wissen Sie, wer Sie angegriffen hat? Nein. Ich habe die Person nicht erkennen können. Die Stadtverwaltung hat noch keine endgültige Aussage dazu getroffen, ob sie ihren Posten wieder einnehmen werden. Glauben Sie, dass Bürgermeister Rogers zu Ihren Gunsten entscheiden wird? Ja, natürlich. Ich bin der Polizeichef von Freeburg, ob ihm das gefällt oder nicht. Glauben Sie, das, was Ihnen zugestoßen ist, Sie längerfristig beeinflussen wird? Das werden wir sehen. Warum spekulieren? Warten bis einfach ab und finden es heraus. Danke, bitte. Tag 50. Jack Boyd erholt sich von Kopfverletzung. Jack Boyd kann Angreifer nicht identifizieren. Polizeichef erwacht aus Koma zur Arbeit. Boy.
So, mein Hund hat Geburtstag und ich will den Tag mit ihm im Park verbringen. Kann ich frei haben? Selbstverständlich, klar. So, Abzeichen. Und ich glaube, das packen wir dann mal. Da ist Arno mit drauf. So, und wir beginnen den Tag. So, ich denke aber mal, dass wir den Tag im nächsten Part beginnen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht zum Zuschauen. Und wie gefällt euch mein neues Auto? Schreibt es doch mal rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.